Es muss ja heutzutage alles immer gleich Hightech sein. Dabei gibt es so schöne alte Verfahren, nur leider geraten diese alten Verfahren immer mehr in Vergessenheit. Tolles Beispiel dafür ist Flammspritzen. Flammspritzen bietet unglaubliche Möglichkeiten. Ich habe einen absoluten Experten ausgegraben, habe mit dem 2 Gussbauteile zusammen repariert und er hat mir das Flammspritzen im Detail erklärt. Wirklich eine richtig schöne Möglichkeit. Die Möglichkeit hat mich begeistert und ich bin mir sicher, die wird auch dich begeistern. Flammspritzen ist ein uraltes Verfahren, um Materialien miteinander zu verbinden. Und ich habe heute den Heiko von der Firma Castolin hier. Das ist ein absoluter Experte in dem Verfahren und der zeigt uns, was damit möglich ist. Das ist wirklich extrem interessant. Heiko, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und schieß mal los. Was ist Flammspritzen? Hallo, also Flammenpulverspritzen gibt es in 3 Kategorien. Was ich heute mitgebracht habe, ist das Hochtemperatur Flammenpulverspritzen, also Hochtemperatur löten. Wir haben keinen Schweißprozess, sondern wir tun auf den Grundwerkstoff mit Pulver als Zusatzwerkstoff arbeiten und haben dadurch eine Reparaturmöglichkeit an Gusseisen oder später auch noch für verschleißbeständige Werkstoffe. Das Teil sieht wie folgt aus, kommt in den Plastikkistchen mit entsprechenden Brennern. Als Wärmeüberträger brauche ich meine Autogentechnik, ist hier in einem kompakten Gerät. Die Flammen werden eingestellt über die bekannten Ventile. Man hat einen Schnellverschluss, jetzt ist er zu, jetzt wäre er offen, das Gas würde laufen, man könnte arbeiten. Der Heber hier oben entriegelt oder öffnet das Pulverventil. Unser Zusatzwerkstoff wird in Pulverform zugeführt und dann wird er durch das Flammenrohr transportiert und in der Flamme oder in der Wärme auch am Bauteil bis hoch zum Schmelzen gebracht. Ja, wir haben das ja eben schon mal gemacht, haben an diesen kleinen Gussmusterblättchen oder Plättchenblechen das Ganze versucht. Eins hast du mir vorgemacht, eins habe ich nachgemacht und ich muss sagen, das ist erstaunlich einfach. Das heißt für mich als Einsteiger, ich habe hier einen Acetylen-Sauerstoffbrenner, ich habe hier oben das Pulver, habe dann eine ganz normale Flamme, mache mein Material erstmal ein bisschen, bringe das auf Temperatur und dann habe ich hier oben einfach den Hebel und gebe Pulver dazu. So ist es korrekt. Das ist im Prinzip das Verfahren. Ich habe das eben selber mal ausprobiert und bin eigentlich immer noch erstaunt, wie einfach das ist. Da sind 2 Gussplättchen und die habe ich jetzt ganz normal mal zusammengelötet. Sieht noch nicht so toll aus wie bei Heiko, aber dafür, dass ich das erste Mal gemacht habe, war ich wirklich erstaunt. Wenn man sonst Guss schweißt, ist das ja unglaublich schwierig. Was ist denn hier neben der Einfachheit der Anwendung der Vorteil gegenüber Schweißen? Ich habe eine gleichmäßigere Wärmeeinbringung in den Bauteil. Man muss jetzt vorstellen, dieses Übungsstück, was wir hier haben, ist ja nicht schrumpf- und nicht ausdehnungsbehindert. Nehmen wir ein Bauteil an, eine alte Schwenkhebpumpe oder ein Krümmer, der muss in seiner Form bleiben und der darf sich nicht verziehen. Hier habe ich den Vorteil gegenüber dem Schweißprozess, dass meine Temperatur gleichmäßig in das Bauteil eingefügt wird und gleichmäßig aus dem Bauteil wieder herauskommt. Also minimierter Spannungsaufbau in den Bauteilen. Okay, und wenn wir hier nur von Löten sprechen und nicht von Schweißen, wie ist das Ganze dann mit der Festigkeit? Wir haben natürlich auch schon das immer wieder probiert und bei verschiedenen Vorführungen habe ich dann auch kleine Musterteile. Ich renne eben mal zu den anderen Koffer, nur um da mal zu zeigen. Also unser Grundbauteil sind ja 2 solche Plättchen gewesen, die vorbereitet waren, geschliffen. Die liegen jetzt hier, einmal so und einmal so. Und dann haben wir natürlich Bauteile schon gebrochen. Man sieht hier dazwischen noch die V-Naht-Vorbereitung und da rechts und links den Guss. Das sagt jeder, ne, das muss ja da brechen. Aber man sieht auch, wenn man das Bauteil, da ist die Wurzel, da oben wäre die Naht, wenn man das Bauteil quer zum Schraubstock einspannt und schlägt drauf, bricht natürlich der Guss. Guss kann kein Zug, Guss kann gut Druck übernehmen, aber kein Zug. Diese Pulverzusammensetzung hat sehr viel Nickel drin und Nickel ist der Freund des Schweißers. Er übernimmt sehr gut die Spannung und baut das ab. Wir haben natürlich ein paar schöne Muster und die Muster wollen wir jetzt einfach mal zusammen reparieren, um das Verfahren so ein bisschen plastisch zu zeigen. Erkennbar ist jetzt hier von einer Schwenkhebpumpe, Wasserpumpe, ist das der Schwengel, wo der Golm betätigt wird, ist dann durch einen Gewaltbruch
dann dieser Bruch entstanden. Dafür können wir das jetzt nicht einfach voreinander stellen und machen eine Raube drumherum und hoffen, dass denn die Bruchstelle gefüllt ist. Das geht nicht. Wir müssen jetzt hier, ich nehme das Bauteil mal in der Hand, eine sogenannte X-Naht vorbereiten. Auf der Seite die Anschrägung und auf dieser Seite auch die Anschrägung, dass in der Mitte sich die beiden Teile positionieren. Eine Fuge entsteht, wo ich mit meinem Pulver zufügen kann und dann haben wir damit Erfolg. Hier ist ein Bauteil, was nicht so, auch ein Gewaltbruch, ein Bauteil, was nicht so hoch ist. Hier wird die Öffnung nicht so groß sein, die Reparatur geht schnell vonstatten. Aber ich brauche das Ganze nicht spannen, das ist ja interessant bei dem Verfahren. Ich kann es einfach hinlegen mir, muss gucken, dass ich natürlich unter den Tisch nicht anlöte und dann kann ich das Ganze, brauche es jetzt nicht irgendwo spannen. Bei dem ersten Teil hier ist die Dramatik nicht so groß. Falls sich das jetzt hier ein bisschen anders positioniert, macht das nicht so viel Auswirkung auf seine Funktion. Bei dem Teil wird es so sein, dass ich mir ja schon eine Anlagefläche suche. Flamme gezündet, Acetylen Sauerstoff, leichten Acetylenüberschuss an der Flamme. Wenn der Pulverkanalheber geöffnet wird, richtet sich die Flamme wieder in eine neutrale Flamme zurück. Pulver wird mit durchgefüttert, da sieht man jetzt auch schön dieser Wunderkerzen-Effekt, wenn ich den Pulverkanal öffne. Dann sieht man, wie das Pulver durch die Flamme geht und entsprechend aufgewärmt wird. Wichtig ist immer, dass man das richtige Pulver einsetzt. Das habe ich jetzt hier, das Pulver für die Gussreparatur, habe ich mir jetzt aufgesteckt. Okay, also, Bauteil muss erwärmt werden, weil wir haben immer Kondensat in den Bauteilen. Man spricht bei der Temperatur, die man das Bauteil reintut, von ca. 50 bis 80 Grad. Also die Feuchtigkeit muss raus. Wenn mein Schliffbild Anlauffarben anzeigt, bin ich im Temperaturfenster viel zu hoch. Man kann sich natürlich noch ausrüsten mit entsprechenden Thermometern, kontaktlose Thermometer, Anlegethermometer. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also ich tue jetzt die Oberfläche vorpulvern. Wir haben eben das glänzende Schliffbild gesehen. Das mache ich natürlich auch über Kopf. Ich wärme jetzt mein Bauteil weiter vor, damit ich es fixieren kann. Ähnlich wie beim Autogen oder Max-Schweißen muss ich natürlich mein Bauteil fixieren. Dafür setze ich dann Hefter. Die Wärme soll aus dem Bauteilflügeln kommen. Ich gehe nicht direkt auf die Schweißnaht oder auf die Verbindungsstelle, sondern ich bleibe in den Randbereich. Jetzt sehen wir schon, Temperatur ist im Bauteil. Ich nehme die Flamme mal weg, da kann man es gut sehen. Das reißt mir jetzt aus, damit ich heften kann. Eine Ecke. Zweite Ecke. Nach dem Fixieren durch die Heftpunkte hat Heiko jetzt die erste Seite zu 2/3 aufgefüllt. Es ist im Prinzip so, dass man die Temperatur hat und dann gibt es immer kleine Pulverstöße und dann sieht man, wie sich diese Naht auffüllt. Also wirklich ein sehr schönes Verfahren und wie gesagt auch ein sehr schnelles Verfahren, wenn man jetzt sieht, dass er ungefähr 10 Minuten gebraucht hat, um diesen Schwengel hier zu reparieren, inklusive 2-3 Minuten Abkühlzeit, wo er das Ganze dann danach gedreht hat. Hat dann die zweite Seite komplett fertig gemacht, wieder gedreht und die erste Seite dann komplett aufgefüllt. Und fertig ist dieser Schwengel und das erste Bauteil ist repariert. Heiko hat natürlich gleich weiter losgelegt und hat das zweite Bauteil auch noch repariert. Und das fand ich fast noch interessanter, weil er hat es hier einfach auf den Tisch hingestellt, hat das Ganze ausgerichtet, hat Wärme wieder reingebracht, um die Feuchtigkeit aus dem Material rauszuholen, hat die Fügeflächen vorgepulvert, hat dann die Fügenaht
erstmal gepunktet am Anfang und am Ende und hat sie hinterher dann ganz einfach mit Flammspritzen aufgefüllt. Wir sind hier nicht ganz durchgekommen, darum habe ich die Rückseite nochmal eingetrennt, habe die Wurzel ein bisschen frei getrennt und dann hat er das von der zweiten Seite halt auch nochmal mit Flammspritzen bearbeitet. Und fertig ist auch das zweite Bauteil. So sieht das Ergebnis dann geschliffen aus und da muss man wirklich auch auf die Feinheiten achten. Das heißt, wenn ich das jetzt hier lackieren würde, würde man kaum erkennen, dass hier mal irgendwo eine Nacharbeit getätigt wurde. Denn er hat es sogar geschafft, dass er hier so diesen Übergang so ein bisschen aufgesprüht hat. Das konnte ich jetzt richtig schön beschleifen und habe dann wieder ein ganz tolles Ergebnis. Also es ist wirklich schön und er hat das ja nicht irgendwie positioniert, gespannt. Er hat es einfach so hingestellt in einer Flucht, hat dann warm gemacht, vorgepulvert, hat die Naht von der einen Seite, hat die Naht von der anderen Seite und hat es dann von hier aus fertig gemacht. Also ein richtig schönes Ergebnis. Das sieht schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau aus. Wenn man das hier anguckt, diesen Pumpenschwengel, der ist auch richtig schön geworden. Oder müsste man hier natürlich mit dem Fräser noch diese Markierungen, Maserungen, diese Muster reinfräsen. Das muss man hier natürlich nicht, aber das Ergebnis ist natürlich auch schön. Habe es von außen geschliffen, könnte man auch lackieren, irgendwo wieder anbringen. Also es ist schon ein tolles Verfahren. Es ist auch einiges mit möglich und ich bin immer noch richtig stolz auf mein Ergebnis. Das heißt, das habe ich auch wirklich das erste Mal, dass ich sowas in meinem Leben mache und es hat gleich funktioniert. War auch wirklich nicht schwierig. Ich bin nicht richtig in die Tiefe reingekommen, habe hier keine perfekte Wurzel hinbekommen. Das ist also nicht hundertprozentig perfekt, aber es ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Heiko hat das so hinbekommen, dass er hier wirklich auch eine richtig schöne Wurzel hinbekommen hat. Das habe ich nicht, ich bin aber trotzdem zufrieden. Fürs erste Mal Flammspritzen sieht das wirklich gut aus. Der Pumpenschwengel ist jetzt ein Bauteil, das sowieso in Schrott wandert und da habe ich natürlich auch mal den Bruchtest gemacht. Habe hier den großen 2 Kilo Hammer genommen und habe versucht, das Ganze wieder auseinander zu kloppen. Das Teil ist an allen Ecken und Enden gebrochen. Ich habe es mehrfach in verschiedenen Positionen eingespannt, habe immer wieder drauf losgeprügelt und Guss bricht halt relativ leicht. Aber was man sagen kann, die Naht ist hier in der Form nicht gebrochen. An allen anderen Stellen, ich hatte hinterher 3 verschiedene Brüche, ist es gebrochen, aber nicht an der Naht. Um zu zeigen, was die Pistole noch kann, habe ich eben ein anderes Pulver aufgesetzt. Das Flammenbild ist ähnlich, man sieht, wie die Funken rausspritzen dann von dem Pulver und habe eine Oberfläche, einfach nur ein ST37, ein besonderes Pulver aufgesetzt, um zu zeigen, es gibt nicht nur weiche, nickelhaltige Pulver, sondern auch welche mit Wolframkarbiden. Ich mache mal einen Feinstrich an unbehandelter Stelle. Ich habe eine recht tiefe Kerbe reinbekommen. Ich mache im Feinstrich an dem, was ich vorhin gesagt habe, nur vorgepulverter Stelle. Ich habe schon Probleme, überhaupt Griff zu bekommen. Und an einer aufgetragenen, wo ich mehr Pulver dazugegeben habe, habe ich keine Chance. Das heißt, mit so einem Verfahren kann man Guss reparieren, was eine sehr schöne Sache ist, was auch wirklich toll geklappt hat. Von der Einfachheit her hat mich das wirklich auch überzeugt. Und auf der anderen Seite ist es damit auch möglich, hart aufzutragen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich denke mal, der Heiko hat heute eine Menge gezeigt und der Heiko kommt bestimmt auch irgendwann mal wieder. Falls wir noch Fragen zu dem Thema haben, hier gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, zum Beispiel solche Schnecken aufzutragen. Also Flammspritzen ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Verfahren. Sicherlich nur ein kleiner Eindruck, wenn ihr da Fragen zu habt. Von wegen, ich verlinke das Ganze hier unter. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn das interessant ist und wenn ihr viele Fragen dazu habt, dann kommt der Heiko bestimmt auch noch mal wieder und macht dazu noch mal eine kleine Erklärung. In diesem Sinne, ich sage vielen, vielen Dank für deinen Besuch, Heiko. Bis dann. Tschüss.